Grüezi. Servus. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind in Pamukkale oder Pamukkale. Und ob sich das für uns wirklich lohnt, das anzuschauen, das erfährst du in diesem Video. Wenn dir das Video gefällt, dann lass ganz viel Liebe da, abonniere unseren Kanal und schreib einen netten Kommentar. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind hier außerhalb noch von Pamukkale, also außerhalb von den Kalksteinterrassen. Aber hier gibt es auch noch welche und die schauen wir uns jetzt an. Denn der Eintritt kostet 21 € pro Person und wir wissen nicht so recht, ob sich das wirklich lohnt, weil wir viele Rezensionen gelesen haben, dass die oberen Kalksteinterrassen gar nicht mit Wasser gefüllt sind und dass sich das gar nicht lohnen würde. Darum haben wir jetzt mal entschieden, wir schauen das jetzt von außen an, haben da eine kleine Wanderung gemacht und mal schauen, ob wir wirklich noch reingehen oder ob wir es belassen. Hier sieht man es leider auch ganz gut, dass nicht mehr so viel Wasser hier ist, denn hier ist alles ausgetrocknet und hier soll eigentlich Wasser sein oder fließen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dieses Pamukkale oder Pamukkale nicht zu besuchen. Und zwar aus folgenden Gründen. Der Eintritt kostet zurzeit 700 türkische Lira, das sind so um die 21 € pro Person plus Parkplatz. Und es ist so, dass die wenigsten von diesen Becken zurzeit oder momentan überhaupt in Betrieb sind. Finden wir, ist überrissen, hat auch einen Grund, und zwar ist der Massentourismus der 80er Jahre hier, hat einfach vieles zerstört. Seit es UNESCO-Kulturerbe ist, versuchen sie es zwar wieder aufzubauen, die Hotels in diesen Kalkfelsen drin, die wurden entfernt. Es wird künstlich wieder aufgebaut, es sind auch ein paar Pools da, wo man als Tourist noch drin baden kann. Es ist nicht alles wasserwarm. Es ist allerdings auch so, dass wir das ein bisschen als Touristenfalle empfinden. Es sind oben ein paar Becken mit Wasser gefüllt, das ist aber gerade das einzige. Und viele von diesen Becken, auch hier gleich 100 Meter neben unserem Stellplatz, könnten mit Wasser gefüllt sein, wenn man wollte. Aber das Wasser wird jetzt einfach anders abgeleitet, wie wir da heute beim Spaziergang gesehen haben, um es halt nicht in diese Pools zu leiten, weil von da könnte man es halt von der Straße aus sehen und dann wäre es halt einfach irgendwie schön anzuschauen, aber die Türken könnten da irgendwie nichts verdienen mit. Und für uns fühlt sich das so ein bisschen an, als hätte sich die Türkei da ein bisschen ein Eigentor geschossen. Man wollte früher halt diesen Massentourismus hier und jetzt will man den nicht mehr und jetzt sollen die Touristen sehr, sehr viel Geld bezahlen, um da was anzuschauen. Für uns, wir können sagen, es lohnt sich für uns nicht. Wir fahren morgen weiter und schauen uns ein paar andere schöne Sachen an, wo die Natur vielleicht noch ein bisschen ursprünglicher ist oder was halt eben nicht alles platt gemacht wurde. Ja, das ist unsere persönliche Meinung, aber ist jetzt halt schade. Ich meine, wir haben uns 3 Tage Zeit genommen, das hier anzuschauen, aber wir finden es ein bisschen überrissen.
Wir haben herausgefunden, dass die 700 türkische Lira Eintritt für die Stadt Hierapolis irgendwie gerechnet ist. So haben wir es zumindest übersetzt. Und Pamukkale ist noch so ein schönes Add-on. Und wir haben zusätzlich noch herausgefunden, nämlich auf Google Maps gibt es hier in der Umgebung ganz viele Sehenswürdigkeiten. Und die schauen wir heute mal an. Und vielleicht kannst du ja den ein oder anderen Tipp für dich daraus ziehen. Genau, wir sind schon ready und fahren jetzt weiter. Wir sind hier in Karahiti, das ist direkt neben Pamukkale und ist bekannt für sein eisenhaltiges Wasser. Das sieht man unter anderem auch an den Steinen, weil sie da so ein bisschen rötlich sind. Aktuell ist leider nicht mehr so viel Eisen drin, aber früher mal war ganz viel Eisen drin und das Wasser ist auch recht warm. Karahiti ist auch bekannt dafür, dass es verschiedene Thermalbäder hat. Unter anderem hat es auch diverse Hammams. Also falls das was für dich ist, dann können wir das empfehlen. Und man sagt, dass die Becken hier hinten, dass das die kleinen Kalkterrassen sind von Pamukkale. Eben nicht mit Kalk, sondern mit Eisen. Wir sind jetzt hier bei den Kaklik-Höhlen. Wir haben jetzt 25 TL pro Person Eintritt bezahlt, was völlig in Ordnung ist zu den 700 von Pamukkale. Die Kaklik-Höhlen wurden erst im Jahr 2005 entdeckt, und zwar dadurch, dass die Höhle oder dass die Decke der Höhle eingestürzt ist. Es wird auch als unterirdisches Pamukkale angesehen, weil es auch so terrassenförmige Becken hat, und wir sind gespannt, was wir dort drin erleben werden. Also man riecht ganz klar, dass es sich um eine Schwefelquelle handelt. Es riecht dermaßen. Und es ist hier ziemlich warm drin, denn hier in der Höhle soll konstant 17 Grad sein. Wir stehen jetzt hier, direkt über uns ist diese Öffnung, also die Decke, die eingestürzt ist, und sind jetzt einmal in der Höhle rumgelaufen. Hier gibt es nämlich so einen Holzsteg und das ist noch echt cool hier. Was findest du? Also ich finde es tausendmal geiler als Pamukkale. Es ist in klein, man kann es anschauen, es ist echt mega beeindruckend. Und das für 25 türkische Lira. Daumen nach oben, echt ganz cool. So, in der Höhle war 17 Grad, wenn man rauskommt, ist es nicht mehr ganz so warm. Und jetzt fahren wir zum Lake Salda. Das ist irgendwie so ein Mineraliensee. Gucken wir natürlich auch an. All gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you... Es ist kalt. Wir haben aktuell hier wir sind beim Lake Salda, also bei dem Mineralsee. Und der ist ziemlich blau, der soll sogar im Sommer ziemlich blau sein und lädt zum Baden ein. Aktuell nicht, wir haben -1 Grad, in der Nacht wird -5.
und sogar aktuell leichten Schneefall. Das haben wir natürlich bei der Stellplatzsuche nicht bedacht, weil wir wollen eigentlich hier nicht in der Kälte sein. Darum schauen wir jetzt mal, wo es denn schlussendlich hingeht. Da überrascht uns die Türkei echt. Wir waren in Pamukkale auf 200 irgendwas Metern und haben jetzt gedacht, wir fahren zu diesem schönen See. Das ist gar nicht so weit, kommen hier an und sind auf über 1200 Meter. Also geht's wieder runter. In der Türkei gibt es etwas mega Lustiges. Wir sind heute schon in eine krasse Polizeikontrolle gekommen. Die wollten sogar unsere Pässe sehen, aber hier stehen überall am Straßenrand so Polizeiauto aus Pappkarton. Und so eins filmen wir jetzt einfach mal. Guten Morgen aus Muğla. Wir haben am Rande dieser Stadt geschlafen, weil wir irgendwie nichts mehr richtig gefunden haben und es war ja schon dunkel. Jetzt fahren wir weiter. Wir wollen nämlich was sehr Cooles entdecken. Es sind so Häuser, die in Stein gemeißelt wurden oder in Stein gebaut wurden. Und mal schauen, ob wir das anschauen können. Es geht leider nicht. Der Anfahrtsweg ist leider nicht geteert. Das ist so ein bisschen halt Waldboden. Und wir sind oben, haben wir gespult mit den Rädern und kommen nicht weiter. Jetzt müssen wir da rückwärts zurück und uns einen Platz suchen, in dem wir dann vielleicht hinlaufen, weil ich weiß gar nicht, wie weit es noch ist. Und ob sich das wirklich lohnt, müssen wir mal besprechen. Negativ, das geht immer noch 600 Meter bis zum Parkplatz. Das war eine falsche Abzweigung. Gehen wir shoppen im Carrefour in Marmaris. Alles klar. Also, wir kommen doch nicht hoch. Es ist immer noch zu feucht hier und wir sind in der einen Kurve stecken geblieben. Jetzt alles zurück. Ja, eine antike Stätte ohne uns. Wir sind jetzt bei Marmaris wieder ans Meer runtergekommen und haben hier so eine 80 Kilometer lange Landzunge entdeckt, die mega spannend ausschaut. Und natürlich haben wir jetzt gedacht, fahren wir mal nach da vorne und gucken uns das Ganze mal aus der Nähe an. Angekommen am neuen Stellplatz. Heute hatten wir mal wieder ein bisschen Mühe, einen Stellplatz zu finden. Beim letzten, den wir angefahren hatten, war leider ein No-Camping-Schild. Und jetzt haben wir trotzdem was ganz Schönes gefunden in der Nähe von Knidos. Das ist eine antike Ausgrabungsstätte und ein Leuchtturm, wo wir die nächsten Tage sicher eine Wanderung hinmachen und uns das anschauen werden. So, jetzt zeige ich dir mal unseren Stellplatz. Flores morado, flores morado, baby. Dime si te acuerdas cuando estaba aquí. Purple flowers, escuchando a Takiti. Siempre en mi mente cuando piense en ti. Hablándome en otro idioma, sí, baby. Sarahanda mare, yo, Sarahanda mare. Dímelo lento, baby, más lento. Sarahanda
Wir sind wieder am Meer angekommen. Man hört auch das Meeresrauschen im Hintergrund und wir stellen fest, dass uns das schon sehr gut gefällt. Es ist deutlich wärmer als im Inland, aber das ist ja klar. Ja, jetzt haben wir gedacht, lassen wir Pamukkale und die ganzen Sehenswürdigkeiten hinter uns und genießen mal ein bisschen türkische Riviera im Winter. Also wenn dir dieses Video gefallen hat, dann Lass Liebe da, es soll aussehen wie ein Herz, finde ich zumindest. Abonniere unseren Kanal, schreib einen Kommentar und schön warst du da. genau, es nimmt uns Wunder, wie du Pamukkale erlebt hast und wie dein Fazit dazu ist. Unseres kennst du ja, darum machen wir jetzt wieder Beach Life. Also bis nächstes Mal. Tschüss.